Random. Was geht, liebe Leute? Viele von euch haben gefragt, warum so lange kein Video mehr kam. Auch in den Kommentaren kamen viele Fragen, was los ist, warum wir nicht mehr so aktiv sind. Die Antwort ist folgende. Angefangen hat alles, als Fabi mir eines Tages geschrieben hat, dass er so ein komisches Getränk wollte, was er irgendwo mal gesehen hat. Und da ich ja keine Schule mehr hatte, im Gegensatz zu Fabi, habe ich einfach nach dem günstigsten Flug geguckt nach Asien, weil es ist ein Getränk mit irgendwelchen Zeichen drauf. Also ich nach dem günstigsten Flug geguckt, der mich nach Bangkok geführt hat. Ich, also mit 5 Tagen Zeit gehabt, meine Koffer zu packen. Am 5. Tag, meine Koffer waren ready und Fabi und Stella, bei der wir übrigens auch mal in Berlin waren, checkt das Video dazu aus, haben mich nach Köln an den Flughafen gefahren. Ich bin noch nie länger als 2 Stunden geflogen. Das längste, was ich geflogen bin, war mal 3 Stunden und ich kann nicht mal bis 3 zählen. Hier sind es 30 Grad, Mann, und ich komme hier raus und verreck einfach fast. In Bangkok angekommen, verbrachte ich meine ersten 3 Tage suchend. Ich habe Geschäfte abgeklappert, Corner Stores, alles was es gab, Straßenverkäufer gefragt, Bilder gezeigt, niemand konnte mir zu dem Getränk helfen. Ich, also nach 3 Tagen, aufgegeben, nach dem nächsten günstigen Flug geguckt und Fabi hat mir an dem Tag sogar noch einen kleinen Tipp gegeben, dass es sowas Ähnliches in Sydney geben könnte. Ich also mit dem günstigsten Flug von Bangkok nach Sydney geflogen, weil ich da dieses Bild gesehen habe von dieser Plastikflasche. Aber in Sydney angekommen, hat sich herausgestellt, das Ganze war in Brisbane. Also ich, ein paar Freunde zusammengetrommelt. The travel god, look at him, oh my god. Hier ist Leon Cake. Das Auto ist voll mit allem, wir sind bereit. Und wir haben einen Roadtrip nach Brisbane hochgemacht. Das ist stockdunkel. Ich will jetzt mal meinen Zeitplan aufschlagen. Und dann draußen kennt man, ich verreck so scheiße. Komplett am Arsch und es war rotzekalt. Ja, mein Zelt ist übrigens irgendwann halt morgen um 8 ist einfach weggeflogen. Meine Karre! Komplett raus! Stellt sich heraus, auch vergebens. Kein solches Getränk in Brisbane. Also ich wieder von Brisbane runter nach Sydney und dann von Sydney mit dem Flugzeug nach Perth. Also komplett von der einen Seite des Kontinents auf die komplett andere Seite. In Perth wurde ich leider aber vom Unglück verfolgt. Ich war in Margaret River, was etwas unterhalb von Perth liegt, und wurde dort von einer der giftigsten Spinnen in Australien gebissen. Ich, also für eine Woche bettgebunden, Fieber, Kotzerei, Übelkeit, geschwollene Hand wie noch was. Nachdem ich eine Woche bettgebunden war, erholte ich mich langsam. Hallo? Hallo? Das Raum mich nicht au! Das haben mir die getreten! Der Scheiß, das Raum komplett in das Raum. Fabi, zensier das mal bitte. Das Raum. Ich, also nachgedacht, die Flasche, chinesische Schriftzeichen, asiatische Schriftzeichen, passt nicht, dass es das in Australien gibt. Also ich wieder nach dem günstigsten Flug geguckt, der nach Kuala Lumpur, die Hauptstadt von Malaysia, ging. Ich, also wieder meine Sachen gepackt, mittlerweile nur noch einen Rucksack, weil ich zwischendurch abgezogen wurde, also noch einen Rucksack, Handgepäck passt gut, nach Kuala Lumpur geflogen. Gesucht, nichts gefunden. Jedoch habe ich Freunde gefunden. So you've got new friends now. Who's this? Mit denen ich dann nach Thailand, das Nachbarland, hochgetrennt bin. In Thailand allerdings, wieder vom Unglück verfolgt, habe ich keinen Einreisestempel bekommen. Heißt, dass ich illegaler Immigrant war und da sind die total streng mit, also wurde ich deportiert. Von Phuket in Thailand zurück über Malaysia, zurück nach Sydney. Einreiseverbot für 6 Monate. Ich habe mir das natürlich nicht geben lassen, dachte, ja, Bürokratie in dem Land kann nicht so krank sein wie in Deutschland. Also wieder einen Flug gebucht von Sydney, direkt wieder zurück nach Phuket. Während ich aber am Flughafen war, hat mein Herz so krank schnell geschlagen, wie es noch nie in meinem Leben geschlagen hat. Ich war so aufgeregt, weil ich als Europäer in einem thailändischen Gefängnis
Ihr könnt euch vorstellen, was da abgegangen wäre. Ich, also gerade so aus der Situation entkommen, durch die Flughafenkontrolle, alles easy, bin durchgekommen. Sie haben es nicht gemerkt. Ich war trotzdem auf wegen ihrer roten Liste und ich habe einen schönen Eintrag in meinen Reisepass bekommen. Von Phuket, ich also wieder hoch nach Bangkok. Von Bangkok nach Siem Reap in Kambodscha. Julia. And you. Hi, Smira. Anas Nan? Von Kambodscha über Laos, wieder nach Kambodscha, nach Vietnam. Von Vietnam komplett durch das ganze Land und es ist ein ziemlich langes Land. Ich glaube, man fährt mindestens 24 Stunden von ganz unten nach ganz oben. Also ich, alle Städte auf dem Weg abgeklappert. In Hanoi angekommen, eine der größten Städte in Vietnam und immer noch unglücklich. Am letzten Tag, aber kurz bevor ich vorhatte abzureisen, habe ich einen Tipp von einem Einwohner bekommen, dass es dieses Getränk spezifisch nur in Shanghai gibt. Also ich, meinen Flug nach Shanghai gebucht und das erste, was ich sehe am Flughafen, genau, das Getränk. Ich, also gekauft für die 50 Cent, die es gekostet hat. Thank you. Ich habe endlich Fabis Drecksgetränk gefunden. Digga, der hat mir nur dieses Bild geschickt. Also bin ich durch die Läden und bis ich dieses blöde Getränk gefunden habe. Was soll es überhaupt sein? Und mein Flug zurück von Shanghai nach Frankfurt gebucht, wo mich Fabi dann abgeholt hat. Mit Stella und noch einer weiteren Freundin. Hallo! Wie geil, hallo! Was geht, Digga? Dankeschön. Toll, Alter, mit einem schönen Schild. Wir daheim angekommen, voller Elan das Getränk probiert. Wie schmeckt's? Probier mal einen Schluck. Ohne Scheiß, das schmeckt eigentlich nur nach so fruchtig irgendwas. So irgendwie milchsahnig. Ein bisschen irgendwas Ekliges ist auch dabei. Ja, so wirklich. in meinem Bauch fühlt sich Zitrone ist gar halt nicht auch gut ekelhaft an. irgendwie da drin. Ja. Aber schmeckt schon geil. Digga, das schmeckt wie Actimel. Also wirklich wie aktimalisiert. Die Reise, muss ich ganz ehrlich sagen, war es nicht wert. Ich war 12 Monate unterwegs, aber was tut man nicht für seine Homies. Zu guter Letzt, als letzte Aktion, die wir noch gemacht haben, war, meine Mutter zu überraschen. Sie hatte keine Ahnung, dass ich wiederkomme. Sie dachte, ich wäre mindestens noch 6 Monate unterwegs. Also wir direkt vom Flughafen zu ihr in den Kindergarten gefahren, in der Krabbelecke versteckt. Meine Mama kam und wir haben sie überrascht. Du bist ja so eine Wimper, die noch dranhängt. Ach, oh nein. Hallo. Ach du Scheiße! Mama, nicht von den Kindern, oh Gott. Sag die böse Wörter. Die Überraschung war perfekt gelungen. Ich dachte, das ist gut, wie ist das?